Hallihallo und willkommen zurück zu Python. So, letztes Mal hatten wir gesehen, was wir mit Logs alles Schönes machen können. Dieses Mal schauen wir, was wir machen, wenn wir untereinander zwischen den Threads kommunizieren wollen. Das heißt, Daten austauschen. Und ja, dazu brauchen wir eigentlich nicht so viel mehr. Wir haben eigentlich schon alles, was wir wollen oder brauchen dafür. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach gleich an. Und zwar brauchen wir jetzt hier oben, also ich schreibe das Ganze natürlich ein bisschen um, aber ihr kennt im Prinzip schon alles, was man dafür braucht. So, ich schreibe das hier ein bisschen um jetzt, das heißt, wir werden hier ein Ergebnis haben, upsala, als Liste und was zur Hölle? Ergebnis, da lagen meine Finger ein bisschen falsch, ich habe es heute nicht so mit dem Tippen, ist mir schon aufgefallen, tut mir leid. So, und was wir hier jetzt reinschreiben, kann irgendeine komplexe Berechnung sein, zum Beispiel die Primzahlen oder sowas oder irgendwie Stellen von Pi oder was auch immer ihr machen wollt, das ihr dann aufteilt. In unserem Fall wird es jetzt was relativ Einfaches sein. Nämlich werden wir hier sagen, okay, wir brauchen diese Print-Anweisung brauchen wir eigentlich nicht. Wir werden jetzt einfach sagen, wir schreiben in dieses Ergebnis erstmal rein. Also hier oben kann man dann die Berechnung durchführen. Zum Beispiel Zahl gleich Berechnung. Und dann gibt man hier halt die Parameter an. Ich sage jetzt hier einfach, wir nehmen für diese Berechnung einfach die letzten beiden Zahlen, die wir hier eingefügt hatten, also quasi die letzte und die vorletzte Zahl und addieren sie zusammen. Für die, die es vielleicht schon merken, was dabei rauskommt, das wird die Fibonacci-Folge werden. Das heißt, wir brauchen als allererstes mal die Zahlen in Ergebnis drin, an der Stelle Ergebnis, Punkt, beziehungsweise halt Stopp, gar nicht Punkt, len, also die Länge der Liste von Ergebnis und wir ziehen davon 2 ab. So, also das ist jetzt natürlich noch nicht vollständig, Vorsicht, weil aktuell haben wir hier noch keine 2 Elemente drin, das heißt wir kriegen hier aktuell gerade ein Problem raus, weil Length 0 ist und wenn wir davon 2 abziehen, sind wir an der Stelle -2, was einen Fehler gibt, logischerweise. Keine Sorge, machen wir gleich. So, und dann nehmen wir einfach genau dasselbe, nur dass wir hier die Länge der Liste -1 machen. So, und damit haben wir die letzte Zahl in der Ergebnisliste und die vorletzte Zahl in der Ergebnisliste und addieren die zusammen. Und das können wir machen, weil wir nur einen Lesezugriff haben. Denn Lesezugriffe dürfen wir machen. Wenn wir was reinschreiben, wird es schwierig. Ja, genau. So, wenn wir jetzt hier drin, wobei ich würde es trotzdem, da wir auf das Ergebnis drauf zugreifen müssen, würde ich das trotzdem in das Log reinschreiben, sicher ist sicher. So, und jetzt sagen wir hier einfach, okay, 0 und 1 steht drin. So haben wir jetzt auch diese Länge von 2 auch wirklich sichergestellt. Gut, und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir sagen Ergebnis.append und schreiben dann die Zahl rein. So, und das Ganze machen wir von mir aus while true. Das ist jetzt eher nicht so geil. Ich würde sagen while vielleicht while i kleiner 20 oder sowas. Ups, nur die hier. Und dann schreiben wir hier unten noch ein i++ hin. I gleich i plus 1. Ja, ich bin gerade aktuell in Gedanken bei einer anderen Programmiersprache, deswegen so. Und im Prinzip ist das alles, was unsere Run-Methode hier machen soll. So wird die jetzt einfach die ganze Zeit da durchloopen und wir erstellen uns hier 2 Threads, die genau dasselbe machen und sagen dann am Schluss einfach mal, okay, wir wollen hier ausgeben, was in Ergebnis an der Stelle, keine Ahnung, 25 steht. Dazu müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir hier vorne dran joinen. Achso, natürlich müssen wir hier über den Namen drauf zugreifen, myfred.ergebnis an der Stelle 25. Und ich habe vergessen, i zu initialisieren, whoops. I gleich, fangen wir an mit 0.
So, das heißt, wir schreiben hier immer kontinuierlich Sachen rein, aber ein Thread würde nur auf 20 Ergebnisse kommen und wir wollen hier auf das 25. zugreifen. Sprich, es müssen mehr Ergebnisse zusammengekommen sein, nämlich von dem ersten Thread und von dem zweiten Thread und die werden eigentlich sogar parallel ausgeführt. Praktisch haben wir jetzt hier jeweils einen Log acquired, damit sie eben nicht ganz parallel ausgeführt werden, sondern nur eben hier das wird parallel ausgeführt und diese While-Schleife. Also im Prinzip ist es nicht wirklich parallel. Ähm, aber wir können das jetzt erstmal so machen und dann schauen wir, was passiert, wenn ich das hier oben dran stecke. Gut. Und wie hier unten auch, muss ich da oben auch noch myfred.ergebnis hinsetzen. Sonst kriege ich da ein Problem damit. Weil die sind ja alle nur global definiert. Also das ist quasi eine Variable, die jeder Thread gleich hat. So. So, und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, brauche ich erstmal eine Konsole dafür. Und dann sagen wir hier Python second try.py und starten das. Und wir sehen, es sind mehr als 25 Ergebnisse drin, denn wir haben auf das 25. zugegriffen, also im Prinzip auf das 26. Ergebnis. Und wir sind bei 75.025. Wow. Ich habe keine Ahnung, ob das zutrifft. Ich gucke aber mal kurz nach für euch. So, also ich habe gerade nachgeguckt und euch pausiert währenddessen. Und tatsächlich ist die Zahl 75.025 eine Fibonacci-Zahl und ich glaube sogar ungefähr an der 26. Stelle. Wir können aber mal genauer nachgucken und einfach mal sagen, wir nehmen die fünfte, von der weiß ich nämlich, was es ist. Und ja, lasst uns gucken und es ist 5 und es passt. Wunderschön. Also es ist eigentlich die sechste Zahl, keine Sorge, das ist dann trotzdem 5. Genau. So, und wenn wir das jetzt hier noch mit einem weiteren Thread machen oder so, mit einem dritten zum Beispiel, und den dann auch noch starten und joinen lassen, join T3 und start T3 vielleicht auch noch, so, dann kriegen wir hier sogar bis zu unserem, bis zu über 50 davon. Lasst uns ausführen und wir kriegen hier eine relativ riesige Zahl, die echt schnell berechnet wurde, nicht wahr? Denn wir schreiben gleichzeitig mit 3 Threads hier rein und das läuft eigentlich ziemlich flüssig. So, jetzt können wir gucken, was passiert, wenn ich das da hoch kopiere. Und wenn ich das ausführe, passiert nichts. Das heißt, Lesezugriffe können wir da durchaus außerhalb berechnen. Das heißt, wir lesen hier, was steht denn gerade drin und nehmen uns die letzten zwei Zahlen, errechnen die zusammen und nehmen dann ein Log, damit wir reinschreiben können und schreiben dann eben genau dieses Ergebnis da rein. Wundervoll. Ja, also wir haben gerade die 50. Fibonacci-Zahl echt schnell berechnet und ich würde sagen, das ist schon mal ein ziemlicher Fortschritt davon. Ich weiß, ihr könnt es hier unten nicht komplett alles lesen, aber hier unten steht auch nichts Spannendes mehr. Ich kann mal die Leerzeilen hier weglöschen. So, die braucht nämlich keine Sau. Okay, genau so war das gedacht. Und ja, dafür braucht man dann Threads und die Kommunikation zwischen Threads. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich hoffe, ihr wisst jetzt auch, wie man unter diesen oder zwischen Threads miteinander kommunizieren kann. Ja, dann bis zum nächsten Mal und falls ihr Videowünsche habt, wie immer gilt natürlich, schreibt sie mir einfach in den Kommentaren und falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, natürlich auch oder schreibt mir PNs oder wie auch immer. Ich glaube, ihr habt genug Möglichkeiten, mich zu kontaktieren und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.